Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Christine. Ich bin der Marian und wir sind hier wieder in Schweden. Tour Nummer 3, um genau zu sein. Wir sind hier in der Nähe eines Seensystems, viele kleine bis mittlere Seen, die teilweise mit Flüssen oder Bächen miteinander verbunden sind. Und das ist dann im Grunde genommen auch schon alles, was wir über die Region hier wissen. Ja. Wir sind gestern mit dem Auto angereist. So die letzten 20 Kilometer waren schon nur noch Schotterstraße und dann auch nur noch Feldweg. Sehr abenteuerlich und jetzt sind wir auch noch ein gutes Stück hier Schotterweg und zum Schluss nur noch durchs Gebüsch bis hierhin gelaufen. Der Karte nach gibt es hier keinerlei Wege, keine Wanderwege oder so. Und ja, wir haben nur 2 Tage, um die Region hier zu erkunden. Wir wissen, wie gesagt, nicht, was auf uns zukommt. Deswegen können wir euch leider im Vorfeld auch nicht sagen, was euch in diesem Video erwarten wird. Vielleicht hat es euch der Titel schon verraten. Dann wisst ihr schon mehr, als wir zu diesem Zeitpunkt wissen. Wir haben auf jeden Fall alles mit dabei, was wir brauchen, um hier in der Wildnis zu überleben, die Nacht zu verbringen, Essen zu kochen, im besten Fall auf dem Lagerfeuer. Und wir haben auch Angelequipment mit dabei. Wir wissen allerdings nicht, wie gut sich die Seen beangeln lassen oder die Flüsse. Wir werden mal gucken. So oder so, wir werden die Region erkunden und sind schon gespannt, was uns erwartet. Für euch geht es direkt nach dem Intro los, also bleibt unbedingt dran. So geht's jetzt hier schon eine Weile. Über so tiefe Löcher, ne? Ja. Echt aufpassen. Scheint hier ein erster Verbindungsbach zu sein. Dem folgen wir jetzt mal in Richtung des Sees. Hat man wenigstens eine bessere Orientierung, wo man lang muss. Schilfeld. Kleines. Oh, es ist halt gerade Mittag. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Zeit ist, hier ein paar Angelversuche zu wagen. Hier war nichts. Das könnte aber auch der Uhrzeit zu schulden sein. Wir haben gerade Mittag. Gucken wir weiter. Und zwar werden wir jetzt hier nochmal ein Stück zurückgehen, über den Bach drüber, wo er noch ein bisschen schmaler war. Und dann da hoch. Und von da aus mal uns den See hier angucken. Ob wir den weiter erkunden oder hinten rum zum nächsten gehen. Schon sumpfig hier alles. Hier sind wir ein bisschen breit. Vielleicht da vorne irgendwo. Hier gehen wir wahrscheinlich rüber. Die 2 Bäume hier dürften es ein bisschen einfacher machen. Das sieht nicht so aus, als würde es einfallen. Nee. Weil Ui. Oh, es sah bis dahin so gut aus. ja, aber unter dem Gras ist kein Boden. Der Schuh war schon bis zum Schaft im Wasser. Da dachte ich mir, schmeiße ich mich lieber hin. Bevor ich schon wieder nasse Füße habe, direkt am Anfang. Ja. Warte, hier, meine Hand. Nasser Fuß? Nein. Sehr gut. Ausgabe von 1 bis 10. Wie elegant sah ich aus? Wenig. -3. Na gut, wir haben es rüber geschafft, also gehen wir jetzt in die Richtung weiter. Ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Echt gewalt. Krass. Moment, ich gehe mal daneben, das man sieht, wie groß das ist, meine Hand. Liegt hier, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ey, wir haben echt gesehen. Wir machen uns schon die ganze Zeit darüber lustig. Wir sind schon so oft in Skandinavien gewesen und haben noch nicht ein einziges großes Tier gesehen. Und am liebsten würden wir mal einen Elch sehen. Keine Rentiere, keine Moschusochsen.
Nix. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal einen Teil davon gesehen. Vielleicht läuft der Rest hier ja auch noch irgendwo rum. Oh, ich hoffe, es sieht besser aus. Ja. Gehen wir mal da runter ans Ufer. Die meisten Gewässer in Schweden haben zwar Fischbestand und meistens kann man mit Hecht, Barsch, Forelle rechnen. Aber wie gesagt, man kann es nicht sicher sagen und zu den Gewässern hier haben wir auch keine Infos gefunden. Deswegen einfach mal blind drauf losprobieren. Bleibt nichts anderes übrig. So, ein Biss. Hatte eben einer schon umgestülpt. Der war zusammen. Und angeklappt. Den hat einen Fisch. Schön Rute hochhalten. Gerade vom Ufer abgegangen, von der Kamera. Nur ein kleiner Hecht, aber immerhin Fisch. Ich werde wahnsinnig. Ein kleiner, aber immerhin beweist auch definitiv, dass es hier Fisch gibt. Das ist ja sehr interessant aus von der Farbe. Ja, der ist sehr dunkel. Süß. Der darf aber wieder rein, der ist zu klein. Aber echt hübsche Farbe. Ja, mit dem Grün hier, guck dir das mal. Ja. Oh, komm rein, Freund. Ist aber weg. Erster Fisch, Christins erster Hecht. Leider untermaßig, aber immerhin. Erfolg und wir wissen, hier ist was drin. Wo ein Hecht ist, da gibt es auch andere Fische. Machen wir gleich nochmal. Ja. Nachdem Christine jetzt gerade einen kleinen Hecht dran hatte, habe ich mal die Route gewechselt. Ein bisschen was Größeres. Das ist schön an den Reiserouten. Da kann man ruhig auch mal 2, 3 mitnehmen. Und einen etwas größeren Köder. Christine angelt leicht weiter und dann gucken wir, ob wir hier noch was Essbares aus dem Wasser ziehen können. Das wäre geil. Wie das Ufer hier aussieht, wird hier eine Weile nichts kommen, was sich als Lagerplatz eignet. Deswegen versuchen wir jetzt erstmal wieder, bevor wir nochmal angeln, ein bisschen Strecke zu machen und weiterzukommen. Wir haben uns entschieden, da jetzt nicht mehr rüber zu gehen. Wir werden jetzt stattdessen hier über den Berg rüber zum kleinen See, der so klein sein könnte, dass er vielleicht nichts hergibt. Und dann, wenn dem so sein sollte, noch zum großen. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal in kurzer Zeit ein bisschen Strecke machen. Deswegen spurten wir uns jetzt mal. Wir sind gerade ein bisschen in Alarmbereitschaft. Ich bin kein Spurenexperte. Möchte ich an der Stelle einmal bemerken, aber wir sehen jetzt schon seit einer Weile hier so große Abdrücke im Boden. Und jetzt riecht sie auch noch ganz schön nach Fell. Tiere, ja. Ja, Abwehrspray. Griffbereit. Griffbereit. Man weiß ja nie. Es gibt hier nicht wenig Braunbären. Im Regelfall machen die zwar nichts, wenn man schön Ruhe bewahrt und Abstand hält, aber eben. Bin ich jetzt froh, dass wir noch keinen Fisch haben, ne? Hey, ja, Wer stimmt. den riecht schon mal. Ja. Sehen wir auch nochmal appetitlicher aus. Wie gesagt, wir sind jetzt hier keine Spurenexperten, aber es sind definitiv Spuren. Keine Ahnung, wie alt die sind.
Und der Geruch fiel uns gerade schon beiden auf. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist er, der See. Alles, was hier so ein bisschen heller ist, ist Sumpf, haben wir gerade schon festgestellt. Das heißt, das scheint generell in sehr matschigen Untergrund umgeben zu sein. Ich will es jetzt nicht verschreien. Ich glaube tatsächlich, dass ich da vorne schon ein bisschen Bewegung im Wasser gesehen habe. Tendenziell ist der See jetzt nicht groß, aber er wäre groß genug für Fische. Und vor allen Dingen ist er ja auch sowohl mit dem See, wo wir herkommen, als auch mit dem, wo wir eventuell noch hingehen, verbunden. Also hier könnte durchaus Fisch drin sein. Die Frage ist nur, wo man hier zum Wasser kommt. Sieht erstmal fest aus, der Untergrund, aber darunter ist Wasser. Da ist ein kleiner Hecht. Da ist er schon weg. Oh, ganz kleiner noch. Oh, ein ganz kleiner, ja. Erster Wurf. Das ist schon mal die Beilage für später. Hier sind wir jetzt einen kleinen Bach, der den See speist. Den gilt es auch wieder zu überqueren. Verhältnis zur Breite ist das Ding auch ganz schön tief. Wir überqueren den Bach doch nicht. Keine Ahnung, wie lange der noch hier so breit ist. Hier kriegen wir auf jeden Fall nasse Füße. Wir haben drüben auf der anderen Seite auch nochmal Schilffelder gesehen. Gehen wir doch der rechten Seite des Sees entlang, weil von da aus wäre es dann, wenn wir noch mal weiter wollen, auch zum großen See noch einfacher. Ich habe schon einen nassen Fuß. Ich nicht. Marianne ist gefallen oder eher eingesunken. Ich krieg den Fuß nicht raus. Da sieht man mal, wie tief das sein kann. Hier ist mein Knie. Ja. Steckt richtig fest. Kannst du hinten wieder zurück rumgehen und mir hochhelfen? Ich hatte da diese Spuren gesehen und dachte, das wären meine vom Hinweg. Aber offensichtlich nicht. Hier bin ich nicht lang gekommen. Mal gucken, wie wir mich hier wieder rauskriegen. Scheiße. Nee. Oh, fuck. Ja. Oh Gott. Oh, shit. Gut siehst du aus. Ja. Und riechen tust du auch gut. Boah, boah, ja, hier. Oh, shit. Das Wasser steht auch im Schuh. Ah, ärgerlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da ohne Hilfe wieder rausgekommen wäre. Gut, hilft alles nichts. Weiter müssen wir. Ja, auf jeden Fall weiter. Ja. Das ist er und der wird maßig sein. Jawohl. Jiha! Ein maßiger Hecht. Mit 55 ist er maßig und damit unser Abendessen. Den werden wir uns gleich noch hier draußen zubereiten. Müssen aber vor allen Dingen jetzt, weil das ist echt schon spät geworden, uns langsam mal auf die Suche nach einem Lager machen. Ja. Um den See hier rum scheint nichts zu sein, deswegen gehen wir jetzt noch zu dem großen See. Hecht ist noch da. Da ist er, der große See. Wir sind fix und fertig, mal wieder, ganzen Tag unterwegs und viel gelaufen, viel geangelt. Wir werden jetzt nur noch gucken, dass wir irgendwo hier runterkommen und im besten Fall ein kleines Plätzchen finden, das sich fürs Zelt und eine Feuerstelle eignet. Guck mich gerade noch
ohne Rucksack ein bisschen nach dem Spot wo wir dann mal endlich unser Lager errichten könnten. Bis jetzt wäre hier nicht mal so ein Platz gewesen, wo eine Person vernünftig liegen könnte, geschweige denn zwei nebeneinander. Tja, echt schwierig. Landschaftlich wunderschön. Unseren Hecht, den werde ich jetzt schon mal filetieren. Und danach machen wir mit dem was ganz Besonderes. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Das Brettchen ist eigentlich viel zu klein. Ich schau mal, wie ich klarkomme. Natürlich ging auch ein größerer, einigermaßen glatter Stein, aber den habe ich jetzt nicht gefunden. Also versuchen wir es mal so. Das Feuer gleich. Das ist zwar nicht mehr der beste Zustand, aber ich habe auch noch ein bisschen was mit dabei. Ich weiß nicht, ob man das hier noch verwenden kann. Das ist schon sehr vermodert. Wie gesagt, ich habe noch welche. Nehmen wir die. Auf dem Weg hierher kam ein Platz, der so gerade okay aussah. Gucke ich mir jetzt nochmal an. Also langsam wird es alternativlos. Ja. Oh. Wie hält? Weiß ich nicht. Ich kann versuchen, vorne festzuhalten. Ein paar ordentliche Bissspuren. Ja. In dem See gibt es auf jeden Fall noch einen größeren Hecht. Den holen wir uns morgen, oder? Bei der letzten Wanderung, da waren ja so viele tote Birken noch mitgenommen. Oh, man hier nicht schon wieder was entnehmen. Und da ich das mal nicht zum Zufall überlassen möchte, werde ich damit auch nicht geizen. Boah. Ich wollte gerade eine Mücke in die Nase fliegen. Das ist für beide Seiten sehr unangenehm. Ja.
Wir haben vorsorglich, weil man weiß ja nie, ob man Fisch fängt, Essen wieder so mitgenommen, dass man daraus was mit Fisch oder ohne Fisch machen könnte. An sicherheitshalber auch nochmal so Veggie-Buletten mit dabei. Aber diesmal brauchen wir sie nicht, denn ihr habt es gesehen, es gibt Fisch und deswegen machen wir aus dem Fisch Fischburger. Die Brote, die kommen jetzt direkt mal als erstes in der Pfanne aufs Feuer zum Rösten. Und dann gibt es gleich dazu Salat, eine halbe Zwiebel. Wer will, noch ein bisschen Zitrone. Natürlich kommt Käse mit drauf, Knoblauchsoße, nochmal extra Knoblauch dazu. Ganz wichtig, denn wir wissen ja. Ihr kennt uns. Genau. Salz, Pfeffer und da vorne der filetierte Hecht. Haben wir so auch noch nie gemacht. Wir werden sehen, wie gut es klappt. Aber bei den Zutaten bin ich mir auf jeden Fall schon mal sicher, schmecken wird's. Bisschen hier hin, nicht zu heiß. Knoblauchsoße. Zu der Knoblauchsoße kommt noch Knoblauch. Man weiß ja nie, ob genug drin ist, ne? Ja, frischer muss da auch rein. Ja. Käse, zumindest schon mal auf ein paar. Den überbacken ist jetzt nicht ganz so einfach. Dankeschön. Dann noch teilweise geschmolzen. Schön. So, das stellen wir jetzt erstmal beiseite und Genau. essen wir erstmal die erste Runde. Ne? Ja, als nächstes, was macht man denn da? Salat? Ja, mit Salat als nächstes drauf tun. Bei mir noch ein bisschen Zitrone drüber. Zwiebel. So, was kriegst du noch? Bitte schön. Danke. Ein Fischburger. Schaut sehr lecker aus. Dann probier mal, Schatzi. Schmeckt besonders gut. Mit selbstgefangenen Fisch. Ja, Schon was sehr Besonderes, ja. schmeckt der? Sehr gut. Da hinten das Wolkenspiel auch mega schön. Tolle Atmosphäre. Sehr gelungen, ja. Ja, entschädigt einen auf jeden Fall für die ganzen Anstrengungen. Dann probiere ich jetzt auch mal. Echt mega lecker. Das tut gut. Ja, ihr Lieben, es ist kälter, als es aussieht. Das Feuer tut ganz schön gut. Das Essen hat sehr gut getan. Wir sind aber, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, beide echt völlig erledigt, sobald die Christine da aufgegessen hat und ja, das Feuer verglüht ist, werden wir ins Bett gehen und sagen euch an dieser Stelle gute Nacht. Gute Nacht.
Guten Morgen. Morgen. Heute Nacht ist es nochmal richtig schön kalt geworden. Minus 3 Grad. Dafür sind die Schlafsäcke wirklich nicht ausgelegt. Deswegen hat es uns ganz schön gefröstelt und wir waren gestern Abend auch schon ganz schön durchgefroren. Wir haben dann noch unsere Sachen ein bisschen am Feuer getrocknet. Ja, beide nass geworden gestern. Hosenbeine und die Socken, die Schuhe. Schuhe sind immer noch nass. Aber gut, wenigstens haben wir nochmal frische Socken dabei. Wir machen uns jetzt mal ans Abbauen. Vorher gibt es aber wie gewohnt noch einen Kaffee. Oh ja. Instant-Kaffee abgepackt, um Gewicht zu sparen. Das duftet. Zum Frühstück gibt es selbstgemachte Müsli-Riegel und selbstgemachtes Beef Jerky. Zu Hause im Dörrautomaten vorbereitet und dann vakuumiert. Passt perfekt zum Kaffee. Oh yeah. Okay. Apfelnuss. Da ist so viel Mandel drin, dass es nach Marzipan schmeckt. Barbecue. Zweitliebste Sorte. Deine Liebste? Am liebsten mache ich immer noch Classic. Ja. Oh yeah. An dieser Stelle möchten Christine und ich uns einmal dafür bedanken, dass ihr unsere Videos anschaut. Wir machen das Ganze in unserer Freizeit und man muss sagen, es ist tatsächlich sehr viel Arbeit, man unterschätzt das. Alleine der Dreh eines solchen Videos erfordert sehr viel Arbeit, auch Köpfchen, Überlegungen im Vorfeld. Und was dann vor allen Dingen auch schnell vergessen wird, ist die Arbeit im Nachhinein, die von der Christine geleistet wird. Das ist der Videoschnitt und damit verbringt sie wirklich sehr, sehr viel Zeit. Wir machen das Ganze sehr, sehr gerne und umso mehr natürlich, wenn dann auch was Positives zurückkommt. Deswegen freuen wir uns wirklich über jeden Aufruf, über jedes positive Kommentar, über jeden Like und natürlich am allermeisten über ein Abo. Dafür sagen wir vielen lieben Dank. Vielen Dank. Tja, diese Reise hier war mal wieder ein Abenteuer. Es war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Wir haben Fisch gefangen, darüber haben wir uns sehr gefreut. Ja. Christines erster Hecht, ein kleiner, aber ein sehr, sehr schöner, gerade von der Farbgebung her sehr schön. Das hat dann auch sofort ein bisschen Mut gegeben. Nach dem zweiten Hecht, den ich gefangen habe, der ebenfalls noch zu klein gewesen ist, haben wir beide dann off the camera schon gesagt, dass wir uns trotzdem darüber freuen, selbst wenn wir jetzt keinen mehr fangen, den wir essen können. Das war schon ein Erfolg für uns. Und dann kam tatsächlich noch gegen Abend der dritte
und auch essbare Fisch, der dann gestern auch sehr, sehr gut gemundet hat als Fischburger. Und somit kann ich einfach nur sagen, es hat uns wirklich, wirklich Spaß gemacht. War echt toll. Ja. Es geht jetzt wieder zurück Richtung Auto, auch wirklich nur noch hier querfeldein durchs Gestrüpp und dann direkt mit dem Auto weiter zur 4. und vorerst letzten Tour hier in Schweden. Den Rückweg werden wir euch ersparen, aber ich glaube, ihr könnt euch aufs nächste Video schon mal freuen, denn das wird die längste Tour und dadurch vielleicht auch die spannendste Tour. Wir werden sehen. Wir machen uns auf den Weg zu einem großen See, den wir mit dem Kanu befahren werden und dort wollen wir natürlich auch wieder fischen, aber vor allen Dingen wollen wir in der Natur leben mit allem, was dazugehört. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns. Wir sagen an der Stelle nochmals vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Macht's gut, Leute. Bis dann.